Salt Lick Lodge und das Taita Hills Wildlife Sanctuary. Die Salt Lick Safari Lodge ist seit Jahrzehnten eines der Aushängeschilder Kenias und berühmt dafür, zu den meist fotografierten Lodges der Welt zu gehören. Die Salt Lick Safari Lodge ist eine luxuriöse Unterkunft im Herzen des Taita Hill Wildlife Sanctuary mit Blick auf ein Wasserloch und die umliegenden Ebenen des Taita Taveta Countys. Seit Dezember 2020 ist die Lodge unter der Regie der Sarowa-Gruppe. Man erreicht die Salt Lick Lodge von Voi über ein langgezogenes Tal. Der Transfer von der SGR-Station Voi dauert etwa eine Stunde. Dann erreicht man ein privates Tierschutzgebiet, das Taita Hills Wildlife Sanctuary. Für viele beginnt der Besuch erst einmal mit einem Mittagessen im Schwesterhotel Taita Hills Safari Resort, da die Salt Lick Lodge nur Frühstück und Abendessen serviert. Auch dieses Haus ist beeindruckend. Auswahl und Qualität des Buffets sind hervorragend. Das ist Sterneluxus mitten in der Wildnis. Wenige Kilometer tiefer im Taita Hills Wildlife Sanctuary liegt dann die atemberaubende Salt Lick Lodge. Die auf Stelzen errichteten Hotelzimmer ermöglichen ein optimales Miteinander von Tourismus und Natur, verbunden mit einem unvergleichlichen Blick auf das Geschehen am Wasserloch vor dem Haus. Aufgrund der Lage, 900 Meter über dem Meer, ist es hier etwa 9 Grad kühler als an der Küste. Oft weht eine frische Brise. Das zusammen macht es hier sehr angenehm. Die Zimmer sind größer als erwartet und komfortabel ausgestattet. Ein Deckenventilator macht die Temperaturen erträglich. Nachts schützt ein Moskitonetz und das Bad bietet den gewohnten westlichen Komfort, inklusive sofortigem Warmwasser in mehr als hinreichender Menge. Das ganz Besondere an diesen Zimmern ist natürlich der einzigartige Ausblick. An diesem Wasserloch ist wirklich immer etwas los. Ständig besuchen Tiergruppen das Wasserloch. Besonders Zebras, Gazellen und Elefanten sind Dauergäste, was verständlich wird, wenn man weiß, dass ein Elefant täglich rund 250 Liter Wasser braucht. Ob aus dem Restaurant oder aus dem Hotelzimmer, man hat immer den besten Blick auf das Geschehen. Ob Marabus mit ihrer beeindruckenden Spannweite, Warzenschweine, Wasserböcke, Gazellen oder Antilopen. Hier wird es nie langweilig. Die noch jungen Wasserböcke üben derweil für die späteren Kämpfe um die Rangordnung. In der Trockenzeit, wie zum Beispiel im März, sind die meisten anderen Wasserlöcher der Gegend ausgetrocknet. Die Tiere kommen daher aus einem weiten Umkreis, da sie wissen, dass es an diesem Wasserloch immer etwas zu trinken gibt. Das sorgt für ständige Aktivität am Wasserloch. Da man sich immer eine Etage über den Tieren bewegt, ist man selbst sicher und die Tiere fühlen sich nicht gestört. Allenfalls kommt mal ein vorwitziger Pavian hinauf. Natürlich gilt für diese, wie für alle Tiere hier, nicht füttern. Eine Besonderheit ist der mehr als 50 Meter lange Tunnel, der genau vor dem Wasserloch endet. Gesichert hinter Panzerglas ist man so fast auf Tuchfühlung mit den Tieren. Von hier gelingen Nahaufnahmen auch ohne Teleobjektiv. Natürlich ohne Blitzlicht, um die Tiere nicht zu verschrecken. Dabei hat man einen sehr schönen Rundumblick durch die Fenster in alle Richtungen. Mitunter
kommt eine riesige Büffelherde zu Besuch. Es reiht sich Tier an Tier und das schier endlos. Gerade auch das Gerangel der jungen Bullen untereinander kann man dabei eindrucksvoll erleben. Das Abendbuffet im Restaurant lässt keine Wünsche offen. Dabei kommen die Tiere oft bis direkt an das Haus, weil dort das frische Wasser entspringt. Viele Besucher lieben die beeindruckenden Sonnenuntergänge. In der Nacht hat man vom Zimmer aus die Möglichkeit zu beeindruckenden Nachtaufnahmen. Vor allem das Trompeten der Elefanten ist deutlich zu vernehmen. Mitunter hört man auch das Brüllen der Löwen. Die Lodge ist nicht eingezäunt. Keinesfalls sollte man alleine Richtung Wasserloch oder in die nähere Umgebung gehen. Man sollte niemals vergessen, dass dies alles wilde Tiere sind. Auch wenn sie so friedlich wirken, sind die meisten sehr wehrhaft. Mit gegenseitigem Respekt und gebührendem Abstand kommen alle gut miteinander aus. Wer mit Kindern hierher reist, sollte außerhalb der Lodge, auch beim Ein- und Aussteigen, immer gut aufpassen. Wem das Geschehen am Hotel noch zu sehr Zoo-Charakter vermittelt, kann morgens noch vor dem Frühstück bei einem Game Drive die Tiere im Wildlife Sanctuary in Aktion erleben. Die frühen Morgenstunden bieten die beste Gelegenheit, auch die Löwen in Aktion zu sehen. Hier 3 verspielte Jungtiere und 2 Löwinnen. Später am Tag, wenn es dann zu heiß ist, liegen die Löwen nur noch träge im Schatten. Deshalb sind die frühmorgendlichen Ausfahrten so attraktiv. Auch tagsüber bietet das Schutzgebiet eine Vielzahl von Tiergruppen. Die Tierdichte ist hier weitaus größer als beispielsweise im riesigen Tsavo-Nationalpark. Deshalb folgt hier eine Tierbegegnung sofort der nächsten. Natürlich muss man mitunter ein waches Auge haben, um die Tiere zu entdecken. Beeindruckend ist auch die Vogelwelt in diesem Schutzgebiet, die den Besucher stets auch akustisch im gesamten Park begleitet. Bei alledem kann man die beeindruckende Landschaft genießen. Namensgebend sind die Taita Hills, die bei den Fahrten im Schutzgebiet auch immer eine gute Orientierung bieten. Nicht weniger sehenswert sind die weiten Ebenen des Taita Taveta Countys. Von einem nahegelegenen Aussichtspunkt hat man den perfekten Blick über das etwa 10 mal 11 Kilometer große Schutzgebiet. Man sieht die markanten Taita Hills und die Salt Lake Lodge mitten im Wildlife Sanctuary. Gut gepflegte Pisten sind ebenfalls ein positives Merkmal dieses Schutzgebiets. Alle 100 Meter steht ein oft über 3 Meter hoher Termitenhügel. Diese Insekten sind nachtaktiv, deshalb wirken ihre Bauten tagsüber wie ausgestorben. Mal sieht man Antilopen, dann Giraffen. Stundenlang könnte man dem frechen Spiel der Paviane zusehen. Es wird nie langweilig. Die Kenianer nennen sie Baboons, von französisch Babouin, also Dummkopf. Eher gemütliche Gesellen sind hingegen die riesigen Elefanten, die in kleinen Gruppen durch den Park ziehen. Wer täglich 250 Kilo Pflanzen frisst, ist damit eigentlich ständig beschäftigt. Da bleiben den Dickhäutern nur etwa 2 Stunden Schlaf pro Nacht, oft im Stehen. Mitunter weiß man gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Es ist das Herausstellungsmerkmal des Taita Hills Wildlife Sanctuary, eine so enorme Tierdichte aufzuweisen. Ich habe hier mehr als 2,5 Stunden Videomaterial aufgezeichnet, aber dieses Video möchte ja nur zeigen, was die Lodge bietet und was man in diesem Schutzgebiet erwarten darf.
Ein eigener Besuch soll ja nicht ersetzt werden. Vielmehr möchte ich alle Zuschauer auf den Geschmack bringen, es mir gleich zu tun und ebenfalls herzukommen. Und bei allen, die bereits hier waren, wecke ich vielleicht schöne eigene Erinnerungen. Das Chamäleon scheint uns erklären zu wollen, dass man es hier gemächlich angehen sollte und nicht von Hektik und eigenem Termindruck getrieben durcheilen sollte. Für ein Budget von etwa 200 € pro Nacht für 2 Personen, inklusive Vollpension plus Transfer und Game Drives, bekommt der Reisende wirklich etwas geboten. Die meisten Gäste kommen leider nur für eine einzige Nacht hierher. Wer sich hingegen für 2 Übernachtungen entscheiden sollte, wird das keine Sekunde bereuen. Wer wirklich Tiere sehen möchte, sollte diese einzigartige Lodge nicht nur als Durchgangsstation auf der Reise nach Tsavo West oder Amboseli nutzen. Hier wird man unvergessliche Momente erleben. Das empfiehlt diese Lodge und das Taita Hills Wildlife Sanctuary für jeden Kenia-Reisenden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass auch Sie dann sagen werden, dieser Besuch lohnt sich wirklich. Es ist das Reiseziel, an dem der Zauber niemals endet.